So, es ist Montag, 10. Februar. Und Montag, 10. Februar ist der Tag, wo wir das Auto haben. Flo hat sich hier direkt schon mal am Steuer getraut als erstes. Wie fühlt sich's an? Ja, es geht voll. Also wenn man mal nicht mehr in der Stadt ist und nicht die erste Rechtsabbiegerspur gleich im Gegenverkehr fährt, ist eventuell passiert. ist Also alles gut. wir können von der wahren Situation reden, aber ja, man muss aber auch sagen, das ist halt wirklich, also natürlich haben wir das Auto in Auckland abgeholt. Das ist natürlich auch ein richtig harter Einstieg, direkt erstes Mal Linksverkehr, auch direkt in so eine Stadt zu fahren, wo auch richtig viel los ist, weil es ist auch Montag. Ja, aber jetzt sind wir mitten hier am Land und ich glaube, es geht schon ein bisschen besser jetzt. Ja genau, wir fahren jetzt erstmal Richtung Norden tatsächlich. Also obwohl eigentlich das Hauptteil der Roadtrip eher Richtung Süden, Richtung Südinsel bestehen wird, machen wir jetzt erstmal so ein bisschen einen Abstecher Richtung Norden, weil es gibt so einen langen Hang, der jetzt über Auckland ist. Wir haben schon ungefähr eine Ahnung, wo das Ziel heute sein wird, aber bisher noch keine Unterkunft gebucht. Also wir halten unseren Plan mit spontan. Und ja, dann gucken wir mal. Also wir haben ungefähr 5 Stunden Fahrzeit oder 4 Stunden Fahrzeit. Irgendwann werde ich dann auch fahren. Und ja, sehr spannend auf jeden Fall. Aber es fühlt sich schon so an, als ob es jetzt richtig losgeht, muss man sagen. So, wir haben die erste Teil von unserem Roadtrip geschafft. Geschmeidige 6 Stunden waren das, wo wir gefahren sind? 4. Schmarrn. Schon mehr als 4, oder? Du bist 2 Stunden gefahren, ich bin 2 Stunden. Wir sagen 6 Stunden, wir gehen in die Mitte. Ja, genau. Und wir sind jetzt heute in Kaitaia. Ein relativ kleiner Dorf, da wahrscheinlich noch das größte, was ganz im Norden ist. Also wir haben noch 1 Stunde 30, bis wir wirklich den nördlichsten Punkt erreichen. Aber ja, das war so das nächste, wo es irgendwie welche Hotels und irgendwas sonst zu tun gab. Wir waren jetzt gerade essen und ja, jetzt geht's zurück zum Hotel und wir werden beziehungsweise wir haben so eine Lodge und ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder früh schlafen gehen, weil morgen haben wir eigentlich wieder eine längere Fahrt geplant. Schau mal, wer da ist! So, und schon sind wir beim nächsten Tag. Es ist der Dienstag, 11. Februar. Ja, das stimmt schon. Muss ich kurz drüber nachdenken. Und ja, ihr seht, wir haben auch mal das Meer gefunden. Wir sind nämlich hier bei diesem Leuchtturm, das nicht nur so richtig schöne Aussichten bietet, sondern das ist tatsächlich der nördlichste Punkt in ganz Neuseeland. Wir haben uns tatsächlich so ein bisschen so das softe Ziel gesetzt, dass wir sowohl den nördlichsten Punkt als auch den südlichsten Punkt sehen. Mal gucken, ob das jetzt wirklich umsetzbar wird. Aber wenn der südlichste Punkt genauso ist wie der nördlichste Punkt, dann glaube ich, kann man das auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, so hat man das offene Meer auch noch nie wirklich gesehen. Also das ist wahnsinnig schön und man kann weiter hinten sehen, also auf diesen Stein da, das ist jetzt eigentlich der nördlichste Punkt, aber da kann man auch noch nicht betreten. Und da gibt es so einen kleinen Baum da. Also das ist wirklich nur ein Baum, der ist von den Maori, hat sehr spirituelle Bedeutung, weil der einfach so ganz alleine auf diesem Stein ist. Und noch dahinter sieht man ein bisschen eine Grenze von dem Meer und das ist, wo der Tasmanische Meer und der Pazifische Ozean quasi sich gegenseitig treffen. Und das kann man auch echt gut sehen. Also das ist echt ein ziemlich besonderer Ort hier.
So, wir sind immer noch relativ weit im Norden. Wir sind 20 Minuten Grad von dem Leuchtturm entfernt und da ist schon unser nächster Stopp und ich werde mich gleich umdrehen und ihr werdet wahrscheinlich gar nicht glauben, was hier ist, weil das macht einfach null Sinn. Wir kommen zu den Giant Sand Dunes, Sanddünen mitten im Nirgendwo. So, wir haben gerade beide gesandboardet. Es war krank schwer hochzukommen, also das war super anstrengend, aber das hat sich ja gerade mal so gelohnt. Der Flo ist jetzt gerade zuerst runtergekommen. Der geht gerade wieder hoch, der tut sich gerade richtig schwer. Und dann kann man den irgendwo da im Hintergrund sehen. Es ist schon echt anstrengend hochzukommen. Und der ist gerade zuerst runtergefahren, das war... Also das sah schon super cool aus und dann habe ich selber gemacht und ich blende euch jetzt mal gleich ein Video ein. Genau, wo ich gerade gefahren bin und danach zeige ich von dieser Position aus, wie Flo jetzt gleich nochmal runterfahren wird. Da kommt er! Da kommt er! Alter, das ist anstrengend. Aber lohnt sich runterzukommen, oder? Ja, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Freunde, es ist Mittwoch, der 12. Februar. Tage vergehen langsam. Ja, ich hole euch mal kurz auf, was jetzt der aktuelle Stand ist. Ich muss auch ein bisschen gucken, wo ich hier laufen muss. Muss hier links oder rechts? Ich muss links. Also, wir sind ja, wie gesagt, nördlich von Auckland gefahren und gestern waren wir ja an dem nördlichsten Punkt, da bei diesem Cape Reinga und sind dann nach Süden gefahren, weil ja diese Sanddünen, die waren ja wirklich völlig verrückt. Es hat so gar nicht dazu gepasst, aber das war so lustig, das war surreal. Und jetzt sind wir an einem super netten kleinen Ort eigentlich und der Name hört sich echt ausgedacht an, aber das heißt wirklich so. Der Dorf heißt Tutukaka. Und wir sind jetzt vor allem hier, weil das scheinbar einer der heißesten Tauchspots in ganz Neuseeland ist und das kommt den Flora natürlich sehr entgegen. Und deswegen ist er auch gar nicht da. Er ist jetzt gerade beim Tauchen in dem Moment. Ich bin super gespannt, was er danach zu erzählen hat. Und ja, ich gehe jetzt selber auf eine kleine Wanderung. Mir wurde vorgeschlagen, dass 6 Kilometer entfernt ein richtig schöner Strand sein soll. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Und ja, dann guck mal, ein bisschen ein Strandtag. Also der Weg ist schon mal sehr wild. Ach, da hinten ist es, ich bin falsch gelaufen. Okay. Weg war jetzt ein bisschen wild. Oh, das sieht aber sehr geil aus. Bin gleich gespannt, was ich euch zeige. Also der Strand war richtig cool. Das habe ich jetzt echt gerade sehr genossen. Erste Mal, wo ich ein bisschen jetzt länger am Strand liegen könnte. Und ja, jetzt gehen wir auf ein bisschen Wanderung.
herzlich willkommen zu Orewa. Es ist jetzt Donnerstag, der 13. Februar inzwischen schon. Ja, wir sind jetzt in diesem netten kleinen Örtchen hier. Das dient eigentlich nichts mehr als ein Stopover. Wir haben jetzt einfach hier übernachtet. Wir sind jetzt gestern noch, also wir haben ja gestern eigentlich den ganzen Tag noch in Tutucaca verbracht und sind dann am Ende noch 2 Stunden gefahren, sodass wir ein bisschen Strecke machen. Genau, aber es ist eigentlich echt ein nettes Örtchen hier. Also gefällt mir echt gut. Wir waren auch in einem ziemlich coolen Motel, jetzt auch vorhin, wo wir jetzt heute Nacht geschlafen haben. Genau, oh, Wort Hunde-Action, der freut sich. Nee, also heute steht das einzige Programmpunkt an, was wir bereits vor dem Urlaub gebucht haben. Da müssen wir jetzt später auch ungefähr 2 bis 3 Stunden fahren. Und ja, wo wir heute übernachten, bin ich selber nicht so ganz sicher. Aber genau, es geht jetzt auf jeden Fall, also wir gehen jetzt durch Auckland durch nochmal und dann ja, gehen wir wieder in Gebieten, das wir noch gar nicht kennen. Ja, freue mich sehr drauf eigentlich. Das Fahren funktioniert übrigens bisher eigentlich echt gut. Also die ersten 2 Tage haben wir doch ordentlich Strecke gelegt. Ich glaube, erster Tag 5 Stunden, ich glaube, zweiter sind wir auch dann 5 Stunden gefahren. Aber ja, lässt jetzt ein bisschen nach. Wie gesagt, gestern waren es nur 2 Stunden. Hat es eigentlich nur den Zweck gehabt, sodass wir ein bisschen noch was schaffen. Und ja, heute werden es auch 2 bis 3 Stunden sein. Also ja, geht schon. Ist ein straffer Zeitplan, aber man kriegt das irgendwie schon alles unter. Wir sind jetzt 2 Stunden gefahren und sind jetzt bei unserem nächsten Zwischenstopp. Der einzige Programmpunkt, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass wir vor der Reise gebucht haben, weil es hier immer einen riesigen Ansturm gibt. Wir sind nämlich beim Hobbiton Filmset, wo die ganzen Herr der Ringe und Hobbit-Filme gedreht worden sind. Das ist ja in Neuseeland gewesen. Ich habe richtig Bock drauf, aber es gibt einen Mensch, der gerade gegenüber mir sitzt. Der hat eventuell sogar noch mehr Bock drauf als ich. Nee, bin sehr gespannt, was hier gleich kommt. Das ist ja ein richtig angesagter Ort hier. Und vor allem, wir sind jetzt durch Felder gefahren, mitten im Nirgendwo. Und sind jetzt hier bei diesem doch relativ großen Anlage, wo wir jetzt auch gerade ein Bierli trinken. Und ja, dann geht's mit der Tour los. Bin sehr gespannt.
So, das waren ein paar Ausschnitte aus den Hobbiton-Filmset. Wir mussten ja wirklich weit im Voraus buchen, weil es halt wirklich sehr, sehr angesagt ist. Also wir haben bestimmt vor 2 Monaten gebucht und man muss auch sagen, wir haben auch nicht wenig gezahlt, aber jeder Cent hat sich gelohnt. Also super, super schöner Set. Es ist wirklich, also die Liebe an Detail bei diesem Filmset ist wirklich auf ein ganz, ganz anderes Level. Es ging 2,5 Stunden lang die Tour, was jetzt auch nicht gerade kurz ist und das war halt, aber es ging trotzdem vorbei wie im Flug. Und ich meine, ich habe schon mal Herr der Ringe und Hobbit angeguckt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin richtig tief im Game drin, aber trotzdem war es für mich auch einfach wahnsinnig interessant dabei zu sein. Also einfach das alles zuzuhören. Und ich meine, Flo ist dagegen ein riesengroßer Fan, muss man sagen. Und kommt total begeistert davon, was ich auch absolut verstehe. Beide eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, dass wir da hingegangen sind. Auch die Tour war sehr, sehr interessant. Also wir hatten einen sehr lustigen Tourguide, der sich aber auch wirklich coole Sachen erzählt hat. Zum Beispiel jetzt, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, es gibt ja einen Baum auf diesem Set. Das ist über die Hobbit-Höhle von Bilbo Baggins gewesen. Und das Krasse ist, dieser Baum ist nicht echt. Das ist das Erste. Und auf diesem Baum sind 370.000 künstliche Blätter, die aus Taiwan geliefert worden sind. Die mussten halt alle an den Baum einzeln dran. Und wenn das noch nicht reicht, dieser Baum war in den ganzen Filmen nur 45 Sekunden lang zu sehen. Also diese Detailgrad in der Produktion ist einfach auf ein ganz, ganz anderes Level. Aber ja, das gab mehrere solche Sachen und das war, ja, ihr habt es ja selber gerade gesehen, einfach super, super spannend. Also ich glaube, das ist wirklich eine der Top-Things to do in ganz Neuseeland. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, egal ob ihr Herr der Ringe-Fan seid oder nicht, dann macht es auf jeden Fall. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Genau, ja. Wir sind jetzt aber noch danach eine Stunde weitergefahren. Wir machen jetzt einen Stop in Rotorua. Ist nochmal eine etwas größere Stadt. Das war jetzt eine Stunde oder ein bisschen mehr, glaube ich, von Hobbiton. Da habe ich den Steuer mal übernommen. Genau, und das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir vom Auto ausgestiegen sind, ist, dass es ganz schön stinkt hier. Und wir haben uns gefragt, warum das ist. Und in Rotorua ist in der Umgebung sehr viel geothermale Aktivität. Das heißt, sehr viel zum Beispiel Thermalquellen, Geysire sind auch relativ viel in der Nähe. Und das heißt, die Luft stinkt oder riecht sehr hart nach Schwefel und das haben wir gemerkt, die Sekunde, als wir vom Auto ausgestiegen sind. Und das begleitet uns jetzt schon den ganzen Tag. Aber nee, wir haben ein paar Sachen morgen vor, was wir noch in Rotorua machen können. Also das ist eigentlich schon es sieht nach einer relativ schönen Stadt aus. Danach geht es dann auch direkt weiter. Genau, da gucken wir mal. Aber ja, jetzt sind wir eben in unserem Motel. Das ist jetzt, glaube ich, das 3. Mal hintereinander, wo wir ein Motel gebucht haben, die sind halt richtig, also die sind erstmal groß, ihr seht, die haben ein eigenes Zimmer, Flo ist gerade nebenan, die sind absolut bezahlbar, für uns beide ist das ungefähr so 50 Euro pro Nacht, also 100 Euro pro Nacht, wenn man es durch 2 teilt, dann 50, es geht voll, also das läuft auch mit den spontanen Buchen, mit den Unterkünften, weil das habe ich jetzt auch halt irgendwann nach Hobbiton gebucht, das läuft echt gut bisher, deswegen hoffen wir mal, dass es so bleibt, auf jeden Fall, war wieder ein langer Tag, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.